Willkommen zurück bei SOMA. Ja, da haben wir in der letzten Folge uns nochmal transferieren lassen in ein anderes Gerüst, Skelett, mechanisches irgendwas. Und jetzt können wir absteigen mit dem neuen Anzug, den wir bekommen haben. Muss ich mich fallen lassen? Ich kann nämlich die Leiter nicht auswählen. Uiuiui. Da bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Boah. Wollen wir? Wir müssen. 3, 2. Ich bleib mal hier bei den Lichtern. Uiuiuiuiuiui. Das geht aber schnell. Ups. Okay. Gut. Wir müssen doch nicht. So. Ach, guck mal. Hier geht's ja auch noch weiter. Na sowas. Das habe ich echt nicht gesehen. Ja, kann ja mal passieren, ne? Ging aber sehr weit nach unten, ne? Na gut. Ach. Ha, ist ein Fahrstuhl. Super. So, Catherine, leg los. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Und nehmen wir Platz und ab geht's. Ab geht's. Hallo? Ach hier. Passagiere 1. ACR halt. Wo können wir noch halten? Ach so, wir müssen runter. Genau. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es jetzt kapiert. Jawohl. Jetzt ist es akzeptiert. Take a seat and we'll be off. Mist, wir hätten uns weiter hier drüben hinsetzen sollen. Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? That I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods.
For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the men who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Tja. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Na, große Klasse. Muss da wahrscheinlich raus, aber ohne Omnitool? Och. Och. Hat das hier abgefahren? Ach, rote. Gelb, orange. Es war, glaube ich, nicht mehr weit bis nach unten. Ups. Eigentlich wollte ich gar nicht. Na, verdammt. Wir müssen... Scheiß drauf. Mist. Tja, das war wohl wieder mal nichts. Weiter geht's. Nee. Ach komm. Das ist ja gemein. Oh, nö. Hätten sie uns wenigstens... brauche ich nicht. Hätten sie uns wenigstens da unten dann wieder starten lassen. Na gut, wisst ihr was? Wir... Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Wir starten das nochmal, müssen wir ja, um weiterzukommen. Und ich schneide das dann einfach so zusammen, dass es passt. Ich beende hier und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir wieder unten sind. Ich tue es mir nochmal an. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Gerade frisch unten angekommen. Ach, das ist runtergefallen, das Omnitool. Oder? Ich kann halt hier gar nichts mehr machen. Vielleicht auf der zweiten oder... Ach nee. Da ist dann schon der Ausgang. Ich kann nichts mehr bedienen. Gehen wir doch nochmal hier hoch.
Ach, verdammt. Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Oh. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Wir hatten das Omni-Tool gar nicht reingesteckt. Fällt mir gerade Does auf. time freeze when you're not powered? Time feels omitted when I'm moving. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Ich glaube, ihm wird gerade ein bisschen schwummrig. Ist alles so verschwommen. Oh. Boah, nee, nicht nochmal. Oh oh. Hallo. You did it! You did it! I will make preparations. Ha. Also ich muss sagen, seit der zweiten Hälfte des Spiels gefällt es mir deutlich besser. Auch wenn die Monster ruhig öfter auftauchen dürfen. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. It spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. I'm glad it didn't. Yeah, me too. Okay, wir müssten jeden Moment da sein. Da steht schon Annäherung. Looks like we're closing in on the ocean floor. 4000 Good, Meter not tief. sure the climber could take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following his own footsteps, Kat. When I had footsteps, You could still be down here somewhere, technically. don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for town and find that arm. Doch, steckte doch drin. Mein Gott, hat mich total verwirrt. Hinweis. Mich verarschen. Jetzt geh auf. So. Ja. Ihm ist immer noch ein bisschen schwummrig und zurückkommen werden wir auch nicht mehr. Ich glaube ja, die Catherine will nur ihren eigenen Hintern retten. Wenn wir erstmal da sind in der Arche. Ich weiß gerade, warum sich für mich so komisch anfühlt. Ich habe gerade mit Maus und Tastatur gespielt. Ich habe es doch sonst immer mit dem Gamepad gemacht. Merkwürdig. Gut. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Maus auf einmal hier ins Bild kommt. So. Tao? Come in, Tao. Please answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one.
So ein kleiner Lagerraum. Hops. Das macht Spaß hier. Schön unter Wasser springen ein bisschen. Na, komm, geh mal auf. Ein langer Weg auf jeden Fall. Haha. Kriegen wir schon hin irgendwie. Jesus, did you see that? Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't, Valglasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Raj, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on. It's over there! The light is over there! Final push, Raj. Almost there. We just... Werden wir auch irgendwelchen Kreaturen hier wieder begegnen? Ganz am Anfang waren mal solche kleinen Unterwasser-U-Boote, die sich hier irgendwie haben blicken lassen ab und zu, aber das ist schon lange vorbei. Wir müssen nach Tau, ne? Blau Richtung Tau. Ah. Also den blauen Pfad folgen. Ich weiß nicht, ob die nach einer Zeit wieder ausgehen, deswegen renne ich jetzt einfach mal. Oh oh. Ich glaube, das war ein Fehler. Oder? Geht's erstmal rein. Ah. Na, halt. Ein Krakenhai. Riesentintenfisch. 12 Meter lang. Ziel unbekannt. Ich glaube, das ist der Krakenhai. Das ist dieser Tintenfisch. Ich weiß wirklich nicht genau wohin. Ich folge einfach mal hier von diesem Kabel. Verdammt, was hier endet. Ah, da haben wir wieder die blauen Lichter. Hier ist ja was los. Was haben wir denn hier? Einen alten Container. Oh. Ach du Heilige. Da war gerade das Vieh. Glück gehabt. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal erreichen wir dann hoffentlich Tau. Schönen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.